Hallo und herzlich willkommen am Nürburgring. Zu meiner Linken die legendäre Nürburgring-Nordschleife, zu meiner Rechten der neue CK Modellcars Eifel Shop. Ich freue mich, euch den neuen Shop heute vorzustellen. Kommt mit mir, auf geht's! Ein Ladengeschäft am Nürburgring wollte ich schon immer machen. Der Nürburgring ist für uns Ideengeber. Zahlreiche Modellfahrzeuge in unserem Sortiment haben hier auf dem Nürburgring Rundenrekorde gefahren, Siege errungen. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Ort, wo dann diese Legenden, die in die Vitrine kommen, auch geboren werden. Wir haben lange nach einem Ladengeschäft gesucht am Nürburgring und sind fündig geworden in Adenau. Man kann direkt die Nordschleife sehen, die Brücke Breitstreit, Exmühle, den Streckenabschnitt, wo es dann weitergeht Richtung Niki-Lauda-Kurve. Und dort ist natürlich eine Stelle, wo sehr viel Verkehr und Traffic ist. In unserem Ladengeschäft in Adenau können wir natürlich nicht das gesamte Sortiment aus dem Online-Shop abbilden. Dort haben wir uns dann auf Motorsportmodelle konzentriert. Natürlich die Fahrzeuge, die auf dem Nürburgring fahren. Und wir runden das Sortiment ab mit Textilien, Merchandising, Accessoires, Formel-1-Produkte, Bücher und können so einen schönen Querschnitt unseres Gesamtsortimentes im Ladengeschäft darstellen. Neben unseren 3 Ladengeschäften in Frankfurt, Berlin und in Adenau haben wir einen Messetrailer. Den haben wir bereits seit fast 10 Jahren im Einsatz. Wir sind mit diesem Trailer bis zu 15 Events im Jahr unterwegs in ganz Europa. Wir waren schon in Goodwood beim Festival of Speed oder beim Goodwood Revival. Wir waren mit dem Trailer schon bei der Formel 1 in Monaco oder bei anderen Formel 1 Rennen und sind aber sehr stark auch national mit dem Trailer unterwegs. Eins der Jahreshighlights ist immer das 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring, wo wir uns auch heute befinden. Es ist eine der größten Aufbauten, die wir machen mit dem Trailer. Wir haben 60 Quadratmeter Fläche, legen Teppich aus, was man hier sehr schön machen kann, um einfach die Produkte hochwertiger nochmal zu präsentieren. Ansonsten sind wir mit dem Trailer bei allen Rennen der DTM und der ADAC GT Masters vertreten, wo man uns dann entsprechend in der Nähe vom Fahrerlager, vielleicht auch im Fahrerlager an den Tribünen finden wird, wo wir dann unser Rennsportsortiment ausstellen und natürlich zum Verkauf anbieten. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2023 fand der Langstreckenklassiker in der Eifel zum 51. Mal statt. Am Start waren 130 Autos, vom kleinen Dacia bis hin zur Armada der GT3-Rennwagen, die mit Werksfahrern besetzt um den Gesamtsieg fahren. Und das auf einer der herausragendsten Rennstrecken aller Zeiten, der Nürburgring-Nordschleife. 25 Kilometer bergauf und bergab, mit keinem Platz für Fehler und am Streckenrand 200.000 Fans, die Rennsport zelebrieren. Die 24 Stunden auf dem Nürburgring, ein Volksfest für den Motorsport. Die Rennfahrzeuge haben wir dann natürlich passend in unserem Trailer mit dabei. Und es ist immer toll, die Autos fahren zu sehen, in den Boxen zu stehen, dort zu schauen und am Ende vielleicht auch dieses Modellauto zu Hause in die Vitrine zu stellen und so seine ganz eigene Modellautosammlung, seine 24-Stunden-Nürburgring-Kollektion zu machen mit den persönlichen Highlights. Davon kann ich mich auch nicht freimachen, kann ich sagen. Ich habe auch den einen oder anderen Grello oder BMW zu Hause bei mir in der Vitrine stehen. Die Nordschleife wurde 1927 eröffnet. Mit 20 Kilometern Länge ist sie rund 4-mal so lang wie eine moderne Grand Prix-Strecke. Kiesbetten oder gar asphaltierte Auslaufzonen gibt es nicht. Neben der Strecke kommt nur ein schmaler Grünstreifen und dann die Leitplanke. Vergleichbare Strecken sind längst geschlossen worden. Die Nordschleife dagegen formt seit fast 100 Jahren Geschichten, Mythen und Helden. Die Menge der Sieganwärter ist enorm. In der GT3-Kategorie sind die deutschen Hersteller Audi, BMW, Mercedes und Porsche mit Top-Teams und Werksfahrern vertreten. Dazu kommen Exoten von Ferrari, Lamborghini und Aston Martin. Eines der Top-Teams ist Rover Racing, das mit 2 BMW M4 GT3 an den Start geht. Seit 2011 ist das Team von Michael Zehe und Hans-Peter Naundorf auf der Nordschleife unterwegs. Seit 2016 als werksunterstützte BMW-Mannschaft. 2023 wurde der zweite Gesamtsieg ins Auge gefasst.
Die Fahrer der beiden Rowe BMW waren zuversichtlich für das Rennen. 24-Stunden-Rennen ist immer was ganz, ganz Tolles, was Einzigartiges, der Flair, das Ambiente, zu sehen, wie viele Zuschauer wirklich vor Ort sind. Ja? Dann auch nachts, wenn du in den Pflanzgarten oder ins Brünnchen reinfährst, wo du einfach im Rennauto schon dieses Bratwurstgeruch ins Auto bekommst und natürlich dann auch die ganzen Feuertonnen, das Barbecue von den Zuschauern, von den Fans siehst. Es ist einmalig, es ist ein Riesenspektakel und deswegen macht gerade das 24-Stunden-Nürburgring-Rennen immer extrem viel Spaß. This is the best place on the planet. It's the best track. I think the history, the fans, it is something very special. So having the opportunity to race here regularly, do it for hours and be able to compete for the top spot, it is something very unique. So, das Glas ist immer halb voll, also wir haben ein gutes Paket, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Der M4 GT3 ist jetzt im zweiten Jahr auf der Nordschleife unterwegs. Wir sind, glaube ich, sehr gut aussortiert, aber du brauchst beim Rennen auch das gewisse Quäntchen Glück und ich hoffe, dass wir das heuer haben. Ja, ich würde mal sagen, beim M4 GT3 ist natürlich die Niere sehr speziell, abgeleitet natürlich vom Serienauto, die sehr markante Niere, die, glaube ich, für jeden so ein richtiger Eyecatcher war. Es gab sehr viel positive Resonanz, es gab auch viele Kommentare im Internet, als das Auto released wurde. Und ich glaube, das ist natürlich der markanteste Teil von dem M4. This M4 here has a lot of history. I was involved on the development of the car, so I'm very proud to see the models coming out. CK, they have all of them, so I'm also a regular customer, and it's great to see that soon also the other customers will be able to have the same model in their house. Ein Sieganwärter ist auch das BMW Junior Team. Nach enttäuschendem Ausfall im Vorjahr schielt das Juniorentrio diesmal auf das Podium. Der BMW M4 GT3 ist auch für sie ein sehr besonderes Modell. First, I think 118 model as well too. That was made for us. So yeah, to have a car on this size where you can open the bonnet and you can open the doors and the car moves around, it's very cool. So I think it looks very good as well too. Obviously very close to the one that we have behind us here. This one's from last year. Hopefully we can add a winning one for this year. Yeah, it's cool. It looks exactly the same. I don't think it would be quite as fast, but it looks awesome. And I actually just got one recently for myself to take home, so it's really, really cool. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Paket hier bei der Nordschleife Spezifik mit dem M4 GT3. Das zweite Jahr jetzt, wo wir das Auto hier hatten. Und ich glaube, generell ist das Auto überall stark. Das ist unsere Stärke, sage ich mal. Das ist nicht nur in langsamer Kurve zum Beispiel, aber auch schnellen Kurve geht das Auto gut. Und letztes Jahr haben wir gezeigt, dass wir immer da vorne dabei sind. Und ja, das hoffe ich natürlich dieses Jahr auch. We definitely have a chance. We've been very strong on the 3 races on all the NLS prior to the 24 hours. We won a lot of them. So I think we have a strong package. But this track, it is very demanding, very difficult. So I think we have at least 30 strong cars. But I'm sure we can be one of them. Von den Startplätzen 11 und 31 gingen die beiden Rowe M4 ins Rennen. Die Startposition bei einem 24-Stunden-Rennen zum Glück nicht allzu wichtig. Mercedes-AMG schaffte im Qualifying eine Doppelspitze. Doch beim Start kam direkt die Offensive vom Abt Lamborghini und auch vom rot-weißen Fricadelli Ferrari. Dem Auto, das in diesem Rennen alle überraschen sollte. Maybe to take second position. Lamborghini versus Ferrari, door handle to door handle, will leave the Yokohama S for the first time in second and third positions. I noticed one of the Falcon Porsches really making strides as well. That I think is the 44 car. Just get confirmation of that in a moment or two. But it is the Mercedes car number 4 that just about held on to the leading position, but all change behind. In den Abendstunden machte sich Marco Wittmann auf die Fersen vom Vorjahressieger Audi mit der Nummer 1. Ein sehenswertes Duell für die Fans an der Strecke und zu Hause. Der Rowe BMW mit der 98 auf dem Weg nach vorne. It's effectively the battle for 6th, the number 1 Audi of Frederick Verbies against the Rowe number 98 BMW Marco Wittmann. Rowe, of course, won the race 3 years ago in 2020 in a weather-delayed edition. In der Nacht wird die Herausforderung Nordschleife noch größer. Orientierungspunkte für die Fahrer verschwinden. Geschwindigkeitsunterschiede, Flaggenzeichen und schlechte Streckenverhältnisse sind schwieriger auszumachen.
Und zwischen den Bäumen der grünen Hölle wird es richtig dunkel. Nichts ist ausgeleuchtet. Die Fahrer haben lediglich ihre Scheinwerfer und ein bisschen Partybeleuchtung von den Campingplätzen. Der noch neue Ferrari bestimmte durch den Abend und die Nacht hinweg das Tempo. Die Rowe BMW blieben dran, doch für die Startnummer 99 war nach einer Berührung in den frühen Morgenstunden Schluss. Wenn in den frühen Morgenstunden am Sonntag die Sonne über der Nürburg aufgeht, ist die harte Nacht überwunden und das Rennen scheint dem Ende zuzugehen. Es ist ein trügerischer Eindruck, denn zu diesem Zeitpunkt sind noch gut 10 Stunden zu fahren. Der Kampf gegen die Müdigkeit und die Konkurrenz ist längst nicht ausgestanden. Das Schwesterauto mit der 98 war am Sonntag der erste Verfolger des Fricadelli Ferrari. Doch der funktionierte auch unter dem dauerhaften Druck fehlerlos. Fricadelli Racing und Ferrari gewannen zum ersten Mal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Rowe Racing wurde Zweiter mit Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Maxime Martin und Dries van Thor am Steuer des BMW M4 GT3. In meiner Hand halte ich den BMW M4 GT3 von Minichamps, hier im Rowe Racing Library, ein Zinkdruckguss Diecast Modellfahrzeug, exklusiv für CK Modellcast produziert von Minichamps. Wir sind in der glücklichen Situation, mit Minichamps seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche Partnerschaft und Kooperation zu haben. Ja, unser neuestes und aktuellstes Projekt ist der BMW M4 GT3, der nicht nur beim 24-Stunden-Rennen fährt, auch bei der DTM oder auch von Valentino Rossi gefahren wird in der GT World Challenge. Und Minichamps produziert dieses Fahrzeug für uns exklusiv in den verschiedenen Designs als Modell, wo man alle Teile öffnen kann. Beispielsweise Türen, Heckdecke ist abnehmbar oder auch die Einsicht auf den Motor wird freigegeben. Ein sehr detailliertes Modell. Wir sind sehr froh darüber, dass wir das zusammen mit Minichamps machen können. Aber die Details zum Modellauto, das erklärt euch lieber der Maximilian Lang, der dieses Modellauto für Minichamps entwickelt hat. Die beste Verbindung, wenn man nicht im Auto sitzt, ist immer noch das Modellauto. Also viele Hersteller verkaufen ja auch Kappen, T-Shirts und so weiter, was ja auch alles vernünftig ist. Aber um jemandem das Auto beizubringen oder um jemanden von dem Auto zu begeistern, ist das Modellauto einfach die beste Option. Also mein Name ist Maximilian Lang. Aktuell bekleide ich das Amt des Chief Operating Officers bei Minichamps. Ich bin seit 2008 im Unternehmen. Ich habe praktisch freitags meinen Uni-Abschluss erhalten und montags sofort angefangen. Aber ich habe natürlich schon als Teenager in meinen Schulferien hier gearbeitet, um einfach zu lernen von der Pike auf, um zu wissen, wie was funktioniert. Also zuallererst muss die Lizenz angefragt werden und nach Lizenzerteilung gibt es dann die CAD-Daten vom Hersteller. Nach den CAD-Daten wird der Formbau gestartet, dann werden diverse Formmuster kreiert, bis die Form nachher final produktionstauglich ist. Das heißt, da werden Teile poliert, Teile müssen entgratet werden oder Teile müssen angepasst werden. Das wird dann parallel im CAD und Formbau dann gemacht, wenn der Formbau schon einmal läuft. Danach wird eine Dekorationsliste erstellt für das Auto. Zum Beispiel dieses Auto hat 138 Teile, hat aber 290 einzelne Dekorationen bzw. Operationen. Und dieses Auto besteht zu 95% aus Handarbeit. Also die eigentlich einzige maschinelle Arbeit ist das Schießen der Teile und dass die Teile dann aus der Form rausgeholt werden. Aber vom Entgraten zum Feilen, zum Lackieren, Tamponieren, Schablonen lackieren, nachher die Abziehbilder aufbringen, wird alles händisch gemacht. Es muss alles richtig sitzen. Das heißt, wenn man eine Instrumententafel hat, bei einem Straßenauto zum Beispiel, dann muss der Drehzahlmesser auch richtig sitzen und nicht verkehrt herum zum Beispiel. Oder die Spiegeloberflächen müssen im Spiegel bündig sitzen. Bei Rennautos zum Beispiel, die Abziehbilder müssen exakt so sitzen wie der Verlauf am Originalauto, damit es keinen Überhang gibt, weil wenn man den abschneiden müssen beim Modell, würde das Abziehbild kaputt gehen. Das heißt, da muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Ich bin der Gründer der Firma Minichamps. Ich habe Minichamps im Jahre 1990 gegründet, wenn ich mich richtig erinnere, am 1. Mai. Und der Hintergrund, warum ich Minichamps gegründet habe, weil ich bin ein passionierter Modellautoproduzent, weil meine Herkunft ist ein Einzelhandelsgeschäft. Mein Großvater hat im Jahre 1921 ein Hardwaregeschäft gegründet, sprich er hat vor dem Krieg Fahrräder und Waschmaschinen und all solche Dinge verkauft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Spielware und dann auch der Modellbau, Modelleisenbahn, Modellautos immer mehr
einen größeren Part des Programms ein. Und ich selber habe schon, wie das in Familienbetrieben üblich war, schon als Kind im Laden mitgearbeitet. Also die Karriere begann schon bereits mit 5 Jahren. Aber mit dem zunehmenden Alter, so ab 12, 13, ließ das Interesse an der Spielware nach. Und für mich war klar, also Spielwarenhändler wirst du nie. Aber ich hatte immer die Idee, du musst irgendwas machen, was keiner macht. Und so sind die Engländer im Grunde genommen an meiner Karriere im Modellautobereich schuld, weil die Adeligen hatten ja nie viel zu tun und haben die meisten Sportarten und Hobbys kreiert. Und eines der Hobbys war im Grunde genommen das Zusammensetzen von Zinngussbausätzen. Wir sind damals zu einem Swap-Meet nach England, nach Windsor gefahren und ich war erstaunt, was da los war in der Turnhalle. Da standen ca. 300 Tische, über 500 Sammler waren da und Modelle wurden ausgestellt, getauscht, verkauft. Und dann haben wir uns da um einen Vertrieb exklusiv für Deutschland bemüht. Dann sind wir dann im Grunde genommen mit der ersten Lieferung nach Aachen gefahren und so hat das Thema Modellauto für mich begonnen. Aber wir haben schon in den 70er Jahren angefangen, also die Bausätze in Aachen zusammenbauen zu lassen. Wir hatten also 2 kleine Handwerksbetriebe, wo wir die Aufträge hier in Aachen erteilt haben. Und die haben uns dann immer wieder Fertigmodelle geliefert, wo Leute also bereit waren, 100, 120, 150 oder nachher in der Spitze 350 D-Mark zu bezahlen. Also war der Weg ganz klar vorgezeichnet zum Fertigmodell. So habe ich halt angefangen mit dem Thema, habe dann einen Modellautokatalog hergestellt, den ersten 34 Seiten hatte der. Und so wurde Dannhausen im Laufe der folgenden Jahre zum weltweiten Mekka der Modellautosammler, weil wir hatten ein Programm nachher von 15.000 verschiedenen Modellen. Und so war der nächste Step bei mir, Aufträge bei der Industrie zu akquirieren. Die Nummer 1 für sowas war damals zu jener Zeit die Firma Mercedes-Benz. So ging meine Entwicklung weiter und man wollte ja auch Profi werden und da hat mir sicherlich der gute Lieferantenstatus bei Mercedes-Benz weitergeholfen, weil mir war es gelungen, 1986 sämtliche Aufträge, die Mercedes-Benz zum 100-jährigen Jubiläum für Modellautos beauftragt hat, zu akquirieren. So ging das Thema weiter und andere Automobilkonzerne folgten. Der Grund, warum Mini-Champs auf einen Schlag so populär geworden ist, ist der, dass wir eine extrem gute Qualität produziert haben, im Grunde Handarbeitsqualität. Und da kosten ja die Modelle, wenn wir über das Jahr 1990 sprechen, ein Fertigmodell aus Zinnguss lag zwischen 150 und 350 D-Mark. Und die Modelle, die wir jetzt in China produzierten, die kosteten für den Sammler 29 D-Mark und 50 Pfennig. Und das war natürlich im Grunde genommen die Sensation und hat uns also wirklich einen riesen Sammlermarkt geöffnet und so haben wir einen neuen kreiert. Es kommt auch noch mit dazu, mein Motto in meinem Leben, im Berufsleben war immer Qualität. Quality comes first. So, und noch heute bin ich sehr tief drin, was Entwicklungen anbetrifft und logischerweise sucht man auch die Mitarbeiter, die dann aus die Qualität produzieren wollen. Und in den Anfangsjahren war ich an jedem Projekt beteiligt und habe also auch die Mitarbeiter entsprechend geschult, damit die Philosophie auch übernommen haben. Weil der Kunde ist König und es ist sehr schwer, sich einen Markennamen aufzubauen. Es geht aber ganz schnell, den Markennamen wieder abzubauen und zu verlieren. Also wir sind an unserem Stammsitz in Aachen und sitzen aktuell im Museum. Das Museum ist ca. 600 Quadratmeter groß. Es war immer eine Idee, ein Modellautomuseum zu eröffnen, weil ich habe das eine oder andere schon bei meinen Reisen besichtigt und man hat ja selbst also auch bestimmte Vorstellungen vom Design her, von der Qualität her. Somit, wie wir diesen zweiten Bauabschnitt gebaut haben, war die Frage, was machen wir mit der Fläche, und da kam die Idee, ein Museum dort einzurichten und auch sehr hochwertig, passend zum Unternehmen, passend zur Intention. Und wir zeigen ja hier im Museum auch nur einen Bruchteil unserer Produktion. Wir haben bis dato ca. 25.000 verschiedene Modelle bei Mini-Champs produziert und im Museum sind es um die 2.500. Ja, CK Modellchaos ist seit ca. 20 Jahren unser Kunde und über die Jahre ist die Geschäftsbeziehung natürlich gewachsen, es ist immer größer geworden und irgendwann mal kam dann auch die Anfrage, Sondermodelle zu machen, was wir natürlich gerne gemacht haben. Er ist aus meiner Sicht der absolute Vorreiter in der Branche, weil wir haben eine sehr gute Entwicklung, weil wir machen sehr viele Exklusivmodelle für CK Model Cars und er ist der absolute Vermarktungspartner Nummer 1 für solche Projekte. Und bei uns steht die Tür jederzeit offen, um weiter solche Dinge, solche tollen Kooperationen fortzusetzen.